Willkommen in Bangkok. Endlich angekommen am Suvarnabhumi Airport. Aber bevor das Abenteuer losgeht, hier ein paar super wichtige Tipps, damit bei eurer Ankunft alles glatt läuft, ihr nicht in die typischen Touristenfallen tappt und auch richtig Geld sparen könnt. Also schau das Video bis zum Schluss. Beginnen wir mit der Einreise und dem Geldwechsel. Seit dem 1. Mai 2025 müssen alle nicht-thailändischen Reisenden vor Ankunft die digitale Einreisekarte Thailand Digital Arrival Card, kurz TDAC, online ausfüllen. Die Registrierung ist kostenlos und ist frühestens 3 Tage vor Einreise möglich. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Achtung! Die Schlangen an der Immigration können manchmal lang sein. Also plant etwas Geduld ein. Falls ihr zu eurem Visum befragt werdet oder nach eurem Rückflugticket, keine Panik. Bleibt freundlich, zeigt eure Dokumente und meistens ist alles schnell erledigt. Nach der Passkontrolle kommt das Gepäck und dann der wichtigste Punkt. Geld. Wechselt auf keinen Fall euer Geld in der Ankunftshalle. Die Kurse dort sind wirklich schlecht. Euer Ziel ist das unterste Stockwerk, Level B, wo der Airport Way-Link abfährt. Dort findet ihr die Wechselstuben mit den besten Kursen, allen voran Super Rich erkennbar an oranger Farbe. Hier bekommt ihr deutlich mehr Baht für euer Geld. Vergleicht kurz die Kurse, die sind meist sehr ähnlich. Falls die mal geschlossen haben, gebt Geld am Automaten ab. Am besten bei der Highway Bank, denn die hat mit 150 Baht die niedrigsten Abhebegebühren. Die meisten anderen Banken verlangen 220 Baht. Und wo wir schon beim Sparen sind, wie kommt ihr jetzt am günstigsten ans Ziel? Ignoriert die ganzen Limousinenangebote in der Ankunftshalle. Geht wieder runter zu Level 1, wo die öffentlichen Taxis stehen. Dort ziehst du an einem Automaten ein Ticket, wählst zwischen normalem oder großem Taxi und bekommst eine Standnummer. Mit dem Ticket gehst du zum entsprechenden Fahrer, der dich zu seinem Wagen begleitet. Achte darauf, dass das Taximeter eingeschaltet ist. Zum Fahrpreis kommen ein Flughafenzuschlag von 50 Baht und eventuell Mautgebühren hinzu, die du separat bezahlst. Zeige dem Fahrer deine Zieladresse am besten auf Thai oder in Google Maps. Bezahlt wird bar in Thai Baht. Trinkgeld ist freiwillig. Meist rundet man einfach auf. Eine Fahrt ins Zentrum kostet je nach Verkehr und Mautgebühren etwa 400 bis 500 Baht. Auf derselben Ebene findet ihr auch die Abholstellen von Bolt und Grab. Bolt ist oft günstiger als Taxis oder Grab. Du kannst über die App verschiedene Fahrzeugtypen Economy, Comfort, XL oder Motorrad buchen. Die Abholung erfolgt meist an festgelegten Punkten, oft auf der Ebene 1, wobei der Preis im Voraus in der App festgelegt wird. Noch günstiger ist der Airport Way-Link. Der fährt euch für nur 45 Baht bis zur Endstation Phaya Thai. Von dort könnt ihr dann mit dem Skytrain oder einem Taxi weiter zu eurem Hotel. Wenn ihr nach Pattaya oder Hua hin wollt, könnt ihr auf demselben Level auch den Bus nehmen für ca. 300 Baht. Achtung, die Tickets haben nach dem Kauf eine klare Abfahrtszeit. Fürs Internet braucht ihr natürlich eine SIM-Karte. Die könnt ihr direkt am Flughafen bei Anbietern wie AIS, DTAC oder TrueMove kaufen, wovon ich euch eigentlich abrate. Die Touristenpakete sind teuer. Eine Alternative ist, sich später in der Stadt in einem 7-Eleven oder einem offiziellen Shop eine Karte zu holen. Ich nutze in Asien immer die YesIM-App. So könnt ihr bequem schon vor der Reise euer Internet abonnieren und die eSIM installieren. Da spart ihr richtig Geld. Jetzt zum Thema Essen und Trinken. Am Flughafen ist alles teurer. Wenn ihr hungrig seid, gibt es im Erdgeschoss bei den Busterminals einen Food Court namens Magic Food Point. Dort essen auch die Flughafenmitarbeiter und die Preise sind unschlagbar günstig. Zuletzt noch ein paar Sicherheitshinweise. Seid vorsichtig bei Leuten, die euch ungefragt ihre Hilfe anbieten und euch zu irgendwelchen günstigen Taxis oder Touren lotsen wollen. Das sind oft Betrugsmaschen. Haltet eure Wertsachen immer im Auge. So, das waren die wichtigsten Überlebenstipps für eure Ankunft in Bangkok. Wollt ihr wissen, welche Apps ich in Asien empfehle, damit ihr eine sorgenfreie Reise habt und dazu noch viel Geld sparen könnt? Dann schaut euch mein Video Must-Have Apps in Asia an. Auf meinem Kanal findet ihr viele nützliche Tipps in meinen anderen Videos. Hast du Fragen oder Anregungen? Schreibe es mir in den Kommentaren. Ich antworte dir bestimmt. Wenn euch diese Tipps geholfen haben, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Stay up to date. Mit ES Saudi Travel.